Okay, was tut denn das Graffi jetzt wieder da? Wer hat denn das Klumpert da liegen lassen? Was tue ich jetzt mit dem Zeig? Habt ihr Graffi, Klumpert oder Zeig schon einmal gehört? Heute lernt ihr, was diese Begriffe meinen und wie wir sie im Dialekt verwenden. Und am Ende haben wir auch noch einen Bonusausdruck für euch. Los geht's! Grüß euch, wir sind Nati und Verena aus Salzburg. Bei uns dreht sich alles um das Deutsch und das Leben in Österreich. Wir begleiten euch auf eurem Weg vom ersten Kontakt mit dem Dialekt bis hin zum Moment, wo Gespräche verstehen kein Problem mehr ist. Alle unsere 3 Begriffe von heute haben eigentlich eine gleiche Bedeutung, aber unterscheiden sich doch leicht voneinander. Sie sind umgangssprachlich und wir verwenden sie typischerweise in ganz normalen Alltagssituationen. Starten wir mit Zeig, weil das dem Standarddeutschen sehr ähnelt. Nummer 1. Zeig. Hinter Zeig steckt das standarddeutsche Wort Zeug. Und mit Zeug meinen wir normalerweise Gegenstände aller Art als Sammelbegriff. Und wir meinen damit auch Gegenstände, denen wir keinen besonderen Wert geben. Wir können Zeug also relativ neutral verwenden, zum Beispiel ich richte mir in der Früh mal Sportzeug für den Abend her. Aber wir können es auch mit einer abwertenden Konnotation verwenden. Dann schwingt mit, dass wir das Zeug als unbrauchbar empfinden. Ein Synonym wäre dann zum Beispiel Kram. Und im Dialekt sagen wir eben nicht Zeug, sondern Zeig. Der Doppelvokal EU, also Eu, wird zu einem Ei. Das ist typisch in unserem Dialekt und passiert zum Beispiel auch bei Freund, das zu Freind wird, oder heute, das zu Heid wird. Hier noch 2 Beispiele mit Zeig. Ich habe so viel Zeug bei mir daheim im Keller, das ich gar nicht mehr brauche. Ich sollte halt wieder mal ausmisten. Jetzt liegt dein Zeug schon wieder überall umeinander. Ich habe doch gesagt, du sollst aufräumen. Übrigens, mit Zeug gibt es auch einige typische Redewendungen, wie zum Beispiel, was das Zeug hält, also was das Zeug hält, und sich ins Zeug legen oder im Dialekt sie ins Zeug legen. Schaut euch dazu gern dieses Video an. Schauen wir jetzt zum zweiten Begriff vom Intro. Klumpert. Nummer 2. Klumpert. Klumpert ist ein typisches Dialektwort. Auch der Duden stuft es als österreichisch und umgangssprachlich ein. Wie wir im Österreich-Wörterbuch sehen können, gibt es verschiedene Schreibweisen. Einmal mit AT am Ende und einmal mit der Endung ERT. Ihr seht an diesem Beispiel also sehr gut, dass es im Dialekt für Wörter keine einheitliche Schreibweise gibt. Jeder und jede kann sozusagen die Wörter so schreiben, wie sie oder er möchte. Also ich schreibe Klumpert immer so. Aber kannst du uns jetzt nur erklären, was das heißt? Ah ja, genau. Klumpert ist eigentlich ein Synonym für Zeug. Bei Klumpert schwingt aber noch stärker mit, dass wir etwas als unbrauchbar, unnütz, wertlos einstufen. Das ist natürlich oft subjektiv. Was für den einen ein Klumpert ist, kann für den anderen wertvoll sein. Wir könnten damit aber auch ausdrücken, dass wir etwas billig oder qualitativ nicht hochwertig finden. Also zum Beispiel ein Produkt, das relativ schnell kaputt geht. Außerdem könnten wir Klumpert verwenden, wenn wir etwas als sehr alt und daher nicht mehr brauchbar oder schön einschätzen. Hier noch ein paar Beispiele. Na, das haben wir nicht weg. Gäh, was tust du denn mit dem Klumpert? Das brauchst du ja eh nicht mehr. Es liegt seit Monaten nur umeinander. Ah gäh, jetzt ist es schon kaputt. Das habe ich erst letzte Woche gekauft. Was so ein Klumpert, hey. Kommen wir jetzt noch zum letzten Begriff. Graffi. Grüß euch. Möchtet ihr einen Dialekt besser verstehen? Dann schaut bei uns auf Patreon vorbei. Da findet ihr zu jedem Video ein PDF-Transkript und eine Audiodatei, das euch beides runterladen könnt. Und gleichzeitig unterstützt ihr damit unsere Arbeit. Das würde uns natürlich voll freuen. Graffi. Graffi ist ein Synonym für Klumpert. Auch Graffi bezeichnet auf eine eher abwertende Art und Weise etwas, das wir als unbrauchbar und unnütz einstufen. Und das ist hier natürlich auch wieder eine rein subjektive Einschätzung. Wir haben bei unserer Recherche gelesen, dass Graffi auch im Fränkischen benutzt wird. Wenn uns jetzt also jemand zusieht, der oder die Fränkisch spricht, dann lasst uns bitte gerne einen Kommentar da und sagt uns, ob ihr den Begriff kennt und verwendet. Im Österreich-Wörterbuch haben wir auch den Begriff Graffiwär gefunden. Das haben wir persönlich aber noch nie benutzt. Hier noch 2 Beispiele mit Graffi. Was hast du denn da wieder für ein Graffi gekauft? Na, das kannst du halten, das Graffi brauche ich nicht. Wie versprochen haben wir jetzt noch einen Bonusausdruck für euch. Denn wenn etwas unnütz oder unbrauchbar ist für uns, dann könnten wir auch die Redewendung "das ist für ein Hugo" verwenden. Wir könnten also sagen, das ganze Zeug ist echt für den Hugo.
Na, das Programm funktioniert überhaupt nicht. Das ist für den Hugo. Mit für den Hugo sei könnten wir aber auch ausdrücken, dass wir etwas als vergeblich einstufen. Also wir denken, dass sich das, was wir machen, nichts bringen wird, nicht zum Erfolg führen wird. Zum Beispiel könnten wir sagen, ich habe mir einen Fuß gebrochen und kann beim Marathon jetzt nicht mitrennen. Das ganze Training war jetzt für den Hugo. Super, die ganze Lernerei war für den Hugo. Ich habe die Prüfung eh nicht geschafft. Graffi, Glumpert, Zeig und für den Hugo sein. Das sind nur ein paar von vielen Begriffen für unnütze Dinge. Wie ihr hier sehen könnt, gibt es noch viele mehr. Schreibt uns gern unten in die Kommentare, welche Begriffe ihr immer verwendet oder hört. Wir hoffen, das Video war für euch heute nicht für den Hugo und sagen danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns nächstes Mal bei einem neuen Video wieder und bis dahin, wie immer nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch und Dialekt in Österreich doppelt so viel Spaß. Joggelek, Gebitte, na geschleichti. Mit Gä können wir in Österreich ganz viel aussagen und kombinieren.